Bist du angestellt, hast aber schon oft überlegt, dich selbstständig zu machen, weil du ständig aneckst, weil du das Gefühl hast, mit deinen Talenten nicht gesehen zu werden, dich ständig anpassen musst, dich maskierst, um wieder nicht negativ aufzufallen und du merkst, du verlierst dabei unglaublich viel Energie, die du viel sinnvoller in deinem Unternehmen nutzen könntest. Immer wieder kommen neurodivergente Menschen zu mir mit dem Wunsch, sich selbstständig zu machen, weil sie diese Problematik haben. Nicht gesehen zu werden, klein gemacht werden, sich anpassen müssen und sie haben einfach wirklich keine Lust mehr dazu. Aber nicht jede Person ist für die Selbstständigkeit gemacht, denn da braucht es wirklich schon Durchhaltevermögen und auch einen starken Charakter. Solchen Menschen rate ich dann viel eher, ihrer Führungskraft oder auch jemandem darüber meine Fortbildung vorzuschlagen. Denn in dieser Fortbildung lernen Führungskräfte keine Angst mehr zu haben vor ihren Superbrains, sondern adäquat mit ihnen umzugehen. Sie lernen, dass gerade das Andersdenken von neurodivergenten Menschen ihr Team oder ihre Abteilung innovativer machen kann. Daher möchte ich euch heute mehr zu dieser Fortbildung berichten. Und nächste Woche bin ich eingeladen zum X-Link Business Dialog von Günther Blickern, wo ich über Neurodivergenzen im Unternehmen berichte. Wenn du also deinen Vorgesetzten, deine Vorgesetzte für so eine Weiterbildung begeistern möchtest, dann hör dir dieses Video bis zum Ende an. Und am Ende bekommst du noch ein PDF an die Hand, um es leichter zu haben. Und lade ihn natürlich auch gerne zum X-Link Business Dialog ein. Hi, ich bin Alice Mustier. Erstens Förderung von Neurodivergenzen im Unternehmen. Chaos oder strategischer Vorteil. Kennst du das aus deinem Unternehmen? Du denkst im Meeting schneller als alle anderen. Du siehst 5 Lösungen, während die Kollegen noch das Problem sortieren. Du springst zwischen Ideen, rettest Projekte in letzter Sekunde. Aber statt dafür Anerkennung zu erhalten, beschweren sich deine Kollegen, du würdest nur Chaos anrichten, du würdest in den Meetings ständig stören. Genau darum geht es heute. Chaos oder Potenzial, Störung oder strategischer Vorteil. Heute sprechen wir darüber, wie Unternehmen Neurodivergente stärken, fördern, statt sie zu bremsen. Im Video von letzter Woche trug ich das Shirt Think Different von der Schachgroßmeisterin Vaishali Ramesh Babu. Und heute erkläre ich, warum dies gerade für Unternehmen effektiv ist. Übrigens sind die versprochenen Interviews mit den Schachgroßmeistern in Planung. Aber für heute konnte ich leider noch niemanden von ihnen gewinnen. Um den 15. Mai herum wird Maurice Ashley hier ins Interview kommen. Der erste afroamerikanische Schachgroßmeister 1999. Das genaue Datum werde ich in den Beiträgen veröffentlichen. Da es ein Livestream wird, komm auch gerne dazu und stell deine Fragen an den Schachgroßmeister direkt persönlich. Ich möchte mich übrigens herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr mich schon so lange begleitet. Jetzt vor 2 Wochen, als ich in München war, hat mein 1000. Follower meinen Kanal abonniert. Zweitens, wann Neurodivergenz gebremst wird. Neurodivergente Mitarbeitende haben besondere Stärken, da sie anders denken. Think different. Aber sie haben eben auch besondere Anforderungen und Bedürfnisse. Und wenn man diese nicht beachtet, fällt es vielen schwer, ihre Talente wirklich zu nutzen. Sei es bei ADHS, oft die Kreativität oder auch der Hyperfokus. Bei Autisten die Mustererkennung oder die Detailgenauigkeit. Bei Hochsensiblen die Empathie oder die Intuition. In einem Unternehmen, wo aber nur neurotypische Strukturen herrschen, führt dies oft zu Problemen. Großraumbüros können schnell überfordern mit den ständigen Ablenkungen und lauten Geräuschen. Endlose Meetings, die nicht gut strukturiert sind, können langweilen und schnell schalten dann neurodivergente Menschen völlig ab und verpassen die wichtigsten Informationen. Vor allem in der Zusammenarbeit mit Autisten kann es schnell frustrieren, wenn Anweisungen nicht klar formuliert werden. Das Ergebnis kann sogar sehr
gravierende Auswirkungen haben. Masking, Burnout, Potenzialverlust oder sogar Krankschreibung und am Ende auch Kündigung. Dabei könnten die Firmen eigentlich so davon profitieren. McKinsey hat zum Beispiel herausgefunden, dass diverse Teams 36% profitabler sind. Neurodivergente Menschen bringen nämlich Innovation, Problemlösung, aber auch Loyalität. Auch SAPs Autism at Work Programm bringt 90% mehr Bindungsrate und 30% höhere Produktivität. Der Tagesspiegel hat im Februar über den amerikanischen Konzern Palantir berichtet, der Systemanalysen und Software anbietet. Führung als Schlüssel. Wenn die Führung für das Thema sensibilisiert wird, können neurodivergente Mitarbeitende ihre Talente viel besser ausleben. Und das wird zum Gewinn für das ganze Unternehmen. Und hier ist das Wichtigste, dass die Führungskraft die Angst vor diesen andersartigen Menschen verliert und aufhört, sie in Strukturen hineinzuzwingen, die nicht ihre sind. Denn viele Führungskräfte haben Angst, wenn ihre Mitarbeitenden schlauer sind als sie selbst. Sie haben Angst, ihren Chefposten zu verlieren. Sie sehen in diesen Mitarbeitenden Konkurrenten und versuchen sie deshalb klein zu halten. Den meisten neurodivergenten Menschen geht es aber nicht darum, dass sie den Chefposten wollen. Sie wollen lediglich effizienter als Team arbeiten können und halten sich dann eben nicht zurück, wenn sie gute Verbesserungsideen haben. Und dann ärgern sich Führungskräfte oft, dass diese Mitarbeitenden nicht das tun, was sie ihnen gesagt haben. Der Mitgründer von Apples, Steve Jobs, sagte damals dazu: Es macht keinen Sinn, kluge Leute einzustellen und ihnen zu sagen, was zu tun ist, sondern wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, was zu tun ist. Das Ziel meiner Fortbildung für Führungskräfte ist es, dass die Führungskräfte die Angst vor diesen Besserwissern verlieren und sie stattdessen als ihre neue Rolex betrachten und den Schatz erkennen, den sie mit solchen Mitarbeitenden in ihrem Team haben. Hier mal ein konkretes Problem und eine mögliche Lösung dazu. Normierte Prozesse blockieren häufig neurodivergente Menschen, statt sie zu fördern. Und in normierten Prozessen werden ADHSler oft als unzuverlässig abgestempelt oder Autisten als unkommunikativ. Eine mögliche Lösung wäre ein produktiver Rahmen, klare Rollen und Verantwortung. Das kann schon wesentlich mehr Klarheit bringen und reduzieren damit auch Überforderung. Reizarme Zonen, Checklisten, kurze Feedback-Loops können sehr hilfreich sein. Führungskräfte lernen in meinen Fortbildungen, einen klaren Rahmen zu geben, der es solchen Menschen ermöglicht, sich auch auf ihre Stärken zu fokussieren. Und sie lernen, dass es nichts bringt, Konformität zu erzwingen. Think different. Denk außerhalb der Norm. Denn Konformität wird vor allem jetzt mit KI bald nicht mehr vom Menschen benötigt werden. X-Link Crossover Dialog. Wenn du also deine Vorgesetzte oder deinen Vorgesetzten oder auch deinen Personalerin für dieses Thema sensibilisieren willst, dann schick ihn doch einfach hier zu meinem Vortrag nächste Woche. X-Link Crossover Dialog nächste Woche Montag. Es findet statt am 4. Mai 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Und unten in der Videobeschreibung findest du den Link dazu. Mit Günther öffnen wir dann den Dialog: Welche Systeme braucht es für Neurodiversität? Wie lenkt Führung neurodiverse Dynamik? Und klare Entscheidung statt Reibung. 20 Minuten wird mein Impulsvortrag sein und danach folgen 40 Minuten Dialog und offener Austausch. Die Zielgruppe des Webinars sind HRler, also Personaler und Führungskräfte mit Verantwortung. Firmen bzw. Organisationen, die bereits von meinem Wissen profitieren konnten, sind der Flugzeughersteller Airbus, die Personalmesse Süd oder Personalmesse Nord oder CeBIT, das Land Brandenburg und noch viele mehr. Wie du deine Führung überzeugst. Wenn du denkst,
dass dieses Webinar noch nicht ausreicht, um deine Führungskraft für meine Fortbildung zu begeistern, dann kann ich dir auch gerne ein PDF schicken und dich in einem 1:1 Gespräch dazu beraten. Schreib mir einfach an meine E-Mail am@alice-mustier.com. Also, bevor du kündigst und dich selbstständig machst aus Verzweiflung, frag dich, was braucht deine Führungskraft, dein Unternehmen, um dein Potenzial sinnvoll zu nutzen. Ich unterstütze dich gerne dabei. Buch dir einfach ein kostenloses Erstgespräch und lass uns gemeinsam Strategien erarbeiten, deine Führungskraft für meine Fortbildung zu begeistern. Denn Neurodivergenz ist kein Problem, sondern nur die falschen Strukturen sind es. Unternehmen, die Potenzial fördern, gewinnen Innovation. Nächste Woche werde ich mich als Person vorstellen und was ich mit meinem Unternehmen anbiete. Ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Komm also gerne dazu und lerne mehr über meine Produkte.